Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber Deutsch ist nicht die einzige Sprache, die schwer ist. Deutsche machen auch beim Englischsprechen einige Fehler. Deutsche haben oft Schwierigkeiten mit dem englischen The-Laut, den es im Deutschen nicht gibt. Als Deutschlerner kann es hilfreich sein, zu merken, wann und wie Deutsche in anderen Sprachen Fehler machen, da das auch etwas darüber aussagt, wie Deutsch funktioniert. Beispielsweise merkt man, dass viele Deutsche nicht zwischen den Wörtern better und better unterscheiden können. Das ist so, weil die deutsche Sprache diese genauen Laute nicht hat, sondern nur einen Laut, der irgendwo dazwischen liegt. Und zwar wie in Äpfel. Falsche Freunde können eine weitere Hürde sein. Falsche Freunde sind Wörter, die ähnlich aussehen oder klingen in beiden Sprachen, jedoch unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein klassisches Beispiel ist bekommen im Deutschen, was oft mit dem englischen Verb to become verwechselt wird. So kommen Sätze wie I become a tea please, was bedeuten würde, dass man zum Tee wird. Das ergibt nicht so viel Sinn. Ein weiteres Beispiel. Deutsche fangen englische Sätze gerne mit dem Wort also an. Das deutsche Wort also bedeutet sowas wie so oder therefore auf Englisch und funktioniert dementsprechend als Überleitung ziemlich gut, während das Wort also im Englischen sowas bedeutet wie auch oder zusätzlich, was an dieser Stelle nicht so gut funktioniert. Das führt oft zu Missverständnissen in der Kommunikation. Präpositionen sind auch so eine Sache. Die sind ziemlich tricky in jeder Sprache. Deutsch und Englisch haben beide das Wort in. Deswegen verwenden Englischsprecher im Deutschen sowie Deutschsprecher im Englischen das Wort genau dann, wenn sie es in der Muttersprache tun würden. Das ist aber nicht immer richtig. Deutsche sagen oft, ich bin im Büro oder ich bin im Supermarkt. Also, I am in the office oder I am in the supermarket. Natürlicher klingt hier aber die Präposition at. Also, I am at the office bzw. I am at the supermarket. Noch ein Beispiel wäre die falsche Verwendung von since und for. Während since einen bestimmten Zeitpunkt angibt, bezieht sich for auf eine Zeitspanne. Also, I have lived here since 2010 und nicht for 2010. Aber I have lived here for 2 years und nicht since 2 years. Auf Deutsch würde man in beiden Fällen seit verwenden. Ich wohne seit 2010 bzw. seit 2 Jahren hier. Vielleicht hast du es bei den letzten Beispielen gemerkt, aber wenn man einen Satz in eine andere Sprache übersetzt, bleibt die Zeitform nicht immer gleich. Im Englischen beschreiben wir Zustände, die noch anhalten, mit der Zeitform Present Progressive oder manchmal Present Perfect Progressive. I've been living here since 2010. I have known her for 20 years. I've been learning German for 10 years. Im Deutschen würde man das viel eher im Präsens sagen. Ich wohne seit 2010 hier. Ich kenne sie seit 20 Jahren. Ich lerne seit 10 Jahren Deutsch. Dementsprechend wollen Deutsche oft sowas sagen. I live here since 2010 oder I am living here since 2010. Das sagt man aber nicht so im Englischen. Die Deutschen lieben aber allgemein das Präsens. Sie verwenden es auch manchmal, um über Pläne in Zukunft zu sprechen. Wir gehen morgen ins Kino. We go to the movies tomorrow. Richtig wäre aber, we are going to the movies tomorrow
oder we will go to the movies tomorrow. Wenn du solche Fehler von Deutschen merkst, kannst du dir denken, ach, man würde auf Deutsch bestimmt in dieser Situation das Präsens verwenden. Fehler sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Bleibt mutig und habt Spaß beim Sprachenlernen, egal ob ihr Fehler macht. Und falls ihr wieder mehr Spaß beim Deutschlernen haben wollt, dann solltet ihr euch bei meinem Newsletter anmelden. Den Link dazu findet ihr unten. Also, bis dann. Tschüss!